LF fragte mich vor 7 Monaten unten in der Kommentarleiste, kannst du bitte mal ein Video machen, warum man ein Hakenbindegerät verwenden soll und wann es überhaupt Sinn macht. Grüße gehen an dich raus und das finde ich eine spannende Frage. Ich beantworte dies gleich nach dem Intro. Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen mal wieder und für alle neue Gesichter, mein Name ist Michael Schlögl. Meine Passion ist seit meiner Kindheit modernes Friedfischangeln pur. Aufgeschwind zur Antwort. Wer mich kennt, der weiß bereits, dass ich ein Hakenfetischist bin. Ich messe beim Haken den Drahtdurchmesser sowie alle meiner Vorfachschnüre sehr akribisch mit meinem Mikrometer nach. Daraus kann ich aus Erfahrung schließen, wann ein Haken aufbiegt und ob der angegebene Schnurdurchmesser vom Hersteller getürkt ist. Demnach binde ich alle meine Vorfächer selbst. Ich habe fast nie einen fertig gebundenen Haken benutzt. Es gibt auch Ausnahmen oder in Notfällen. Doch warum? Ganz einfach, das Vorfach ist das schwächste Glied in der gesamten Montage, das beim Wallerfischen ist, beim Raubfischangeln und bei mir beim Match- oder Fiederangeln. Und überall ist die Köderpräsentation das A und O, ob der Fisch den Köder einsaugt oder nicht. Und da möchte ich auf keinen Fall dadurch Nachteile erleiden. Man bekommt einfach mehr Bisse, wenn man so fein wie möglich angelt. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, kein Thema. Direkt nachdem ich die Sportfischerprüfung mit meinen 12 Jahren bestanden hatte, legte ich mir ein Hakenbindegerät zu. Ich weiß nicht, wie viele 1000 Haken ich schon in meiner Zeit gebunden habe, aber es ist schon jede Menge. Vor allem in meinen Glanzzeiten, als ich noch auf den deutschen Meisterschaften oder Weltmeisterschaften teilnahm. Wir banden Haken mit dem Team oft bis in die Nächte hinein, sodass wir für alle Fälle gewappnet waren. Hier seht ihr noch meine ganzen Schätze, die ich immer noch gebunkert habe. Die Klemme des Hakenbinders ist übrigens immer noch die gleiche wie vor 40 oder 45 Jahren. Und ich denke, viele von euch haben diese auch und sind hoffentlich immer noch zufrieden. Man kann die feinsten Haken von Größe, mein kleinster, ihr werdet nicht staunen, ist Größe 34 bis zur robusten Aalhaken Größe 2 oder noch größer schnell und sauber binden. Also ein ganz breites Spektrum. Der Haken sitzt beim Kurbeln fest im Schnabel und verrutscht nicht. Das ist enorm wichtig, um saubere, parallele Wicklungen und keine Überlappungen zu erzielen. Nur der Hakensockel und die Pins haben sich mit der Zeit verändert und wurden verbessert. Die Jugendwarte damals zeigten mir wie das Hakenbinden mit dem Gerät funktioniert. Tausend Dank nochmal an euch, dass ihr so viel Zeit für uns damals genommen habt. Ich eignete mir schnell eine gewisse Technik mit der Zeit an und konnte die Haken oft schneller binden wie ein anderer das aus dem Päckchen holte und dann die Vorfachtüten entpackte. Geschweige denn, dass manche Vorfächer sich nicht richtig ohne einen Knoten zu hinterlassen, schnell und genervt in den Mülleimer landeten. Und da kommen wir schon zu Punkt 1. Wer Übung hat mit dem Hakenbinder, ist nicht langsamer als ein Vorfach aus dem Päckchen zu entfalten. Gut, zugegeben, mittlerweile gibt es fertige Verpackungen, da sind die Vorfächer gestreckt und man kann diese bequem natürlich herausnehmen. Das geht natürlich schneller. Und schon sind wir bei Punkt 2 angelangt. Ich selbst lege mir die besten Komponenten des gesamten Vorfachs fest. So kann ich von der Firma X den besten Haken mir kaufen, mit der besten Schärfe, bei wenig Gewicht und gleichzeitig maximaler Tragkraft. Das gleiche gilt dann auch für die Vorfachschnur. Ich suche mir die beste Schnur raus, teste die, einen Mikrometer beim
meinem reellen Schnurdurchmesser und sehe dann, wie die Tragkraft aussieht. Das ist schon wissenschaftlich und möchte nicht konkret hier drauf eingehen. So kann ich mir genau diese Größe an Haken mit diesem Durchmesser als Vorfach binden, was es einfach nicht zu kaufen gibt. Und schon kommen wir zu Punkt 3. Ich bin selbstverantwortlich für das Hakenbinden. Bei dem fertig gebundenen Haken weiß ich nicht, welche Leute, im Begriffen Kinder, den Haken oder die Haken gebunden haben. Viele sind bestimmt okay, aber ich traue nur mir selbst. So stelle ich mir die Frage, ist die Schlaufe des gekauften Vorfachs mit einem Doppel-8-Knoten und dann sogar noch vorher nass gemacht worden, der die Knotentragkraft positiv beeinflusst? Oder der andere Fall, sitzt die Schnur vor oder hinter dem Plättchen? Wenn die Schnur hinter dem Plättchen zugezogen wurde, so reibt es sich am abgewinkelten Plättchen auf. Auch wird der Eindringwinkel zum Hakenmaul nachteilig verändert und man bekommt oft Fehlbisse und ein Laie natürlich weiß einfach nicht warum. Oder nächster Punkt, sind die Wicklungen auf dem Hakenschenkel richtig zugezogen worden? Bestimmt hat der eine oder andere schon mal einen Fisch mit Haken verloren und hat ein Ringelschwänzchen zurückbekommen. Ich weiß, von was ich rede. Ihr seht selbst, worauf ich achte, und somit ist das fertig gekaufte Vorfach für mich nie ein Thema gewesen und das gilt natürlich auch noch heute in dieser Zeit. Und schon kommen wir zu Punkt 4. Die maßgeschneiderten Aufbewahrungsmöglichkeiten. Die Hakenvorfächer passen dank des Hakenbinders Retros mit den 2 verstellbaren Pins maßgeschneidert in allen gängigen Hakenboxen. So sind bei einigen Boxen die Vorfächer vor der UV-schädlichen Sonneneinstrahlung oder auch gegen Nässe geschützt. Ich habe mir in meiner Hakenbox eine gewisse Ordnung angeeignet und weiß mittlerweile wirklich blind, wenn ich das öffne, wo sich mein Vorfach X in was für einer Zeile befindet. Auch wenn ich ein Vorfach mal länger binden muss, zum Beispiel wenn die Bisse im Absinken kommen oder ein spezielles Vorfach, kann auch mal vorkommen, ist ausgegangen, so habe ich immer einen Binder mit der magnetischen Hakenschachtel und Vorfachschnur in meiner Klapplade für den Notfall parat. Und schon sind wir bei Punkt 5 angelangt. Thema Kostenvergleich. Ich meine, man bekommt beim Selbstbinden oft billiger dabei weg. Der Nachteil? Man muss einmalig in ein Hakenbindegerät investieren. Und ein weiterer Nachteil für Selbstbinder, man muss das schon sorgfältig und akribisch gewissenhaft ausüben. Gerade für die Einsteiger ist aller Anfang immer schwer. Aber dank den YouTube-Filmchen, die es jetzt auf dem Markt gibt, könnt ihr auf jeden Fall, ein Tipp von mir, auf langsame Geschwindigkeit jeden Schritt nachverfolgen und nachmachen. Ich habe euch oben in der Infokarte mal mein Hakenbinder Retro verlinkt. Jetzt habe ich zur Vorbereitung eurer Entscheidung meine Meinung dazu erzählt. Nun könnt ihr selbst entscheiden, ob es in Zukunft für euch Sinn macht, Haken selbst zu binden oder auch nicht. Frage an euch: Fallen euch weitere Pros und Kontras zu diesem Themenblock ein? Ich habe bestimmt einige vergessen. Wenn ich die vergessen habe, so teilt es mir mit und lasst es mir unten in der Kommentarleiste wissen. Ich sage mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer MS.